Hallo meine Freunde, hola madridistas, es ist soweit. Heute ist der Tag und damit meine ich nicht, dass José Mourinho heute in Madrid eintrifft. Das ist von den spanischen Medien inzwischen bestätigt worden und er soll morgen wahrscheinlich vorgestellt werden. Nein, heute ist der Tag, an dem Florentino Pérez sein berühmtes 150 Millionen Euro Angebot abgibt. Wir wissen immer noch nicht genau, um welchen Spieler es sich handeln soll. Laut Sky Sports in Deutschland soll Florentino Pérez das heute sogar selber bekannt geben. Ich bin gespannt. Aber wer dieser 150 Millionen Spieler sein könnte, das schauen wir uns an, denn da gibt es widersprüchliche Aussagen. Ich zeige euch natürlich welche und dann unterhalten wir uns aber auch darüber, dass Real Madrid sich entschieden hat, wer der neue linke Verteidiger sein soll. Es gibt nur noch 2 Spieler zur Auswahl. Was es da Neues zu gibt, erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Und zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten im Fall Negreira, denn Florentino Pérez erwartet eine historische Strafe. All das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, lasst mich dieses Video mit einer lustigen Anekdote starten. Denn zum einen, gestern war der Papst in Santiago Bernabéu. Hier seht ihr, wie Florentino Pérez ihn begrüßen kommt. Er gibt ihm auch noch so ein Trikot etc. Das Santiago Bernabéu war voll, auch Dani Ceballos etc. war da. Also was das Santiago Bernabéu da wieder aufgezogen hat, war eine ganz große Nummer. Der hat da, glaube ich, eine Messe gehalten etc. Und ihr wisst, meine Meinung kennt ihr. Jeder kann glauben, an wen er möchte, an was er möchte. Jeder soll machen, wie er möchte. Aber eine lustige Anekdote möchte ich euch noch erzählen. Denn ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Bevor ich geheiratet habe, und das ist anscheinend so üblich, muss man sich mit seiner Frau und einem Priester so 2-3 Mal auf Gespräche treffen, um sich über die Ehe und solche Themen zu unterhalten. Und unser erstes Gespräch vor der Hochzeit war ausgerechnet beim ersten Gruppenspiel von Spanien in der WM 2010. Und dieses Spiel hatte Spanien mit 1:0 gegen die Schweiz verloren. Ich weiß bis heute nicht wie. Spanien hat 500-prozentige liegen lassen. Aber wie dem auch sei, ich saß da bedröppelt beim Priester mit meiner Spanien-Flagge im Gesicht, trauriges Gesicht, Spanien-Trikot, und der gute Mann, der mit Fußball überhaupt nichts zu tun hatte, hat mich gefragt, was ist los? Und ich habe ihm natürlich erzählt, was gerade passiert ist. Und dann hat er mir gesagt, weißt du was, ab jetzt, Mario, werde ich Spanien mit in meine Gebete aufnehmen für dich. Ja, und danach hat Spanien kein Spiel mehr verloren und ist Weltmeister geworden. Also, weiß Gott, ob der Typ damit irgendetwas zu tun hatte. Aber wenn der Papst schon im Santiago Bernabéu ist, soll der doch ein gutes Wort für Madrid einlegen. Etwas mehr Glück könnten wir bestimmt in dieser Saison gebrauchen. Alleine, wenn ich an das Verletzungspech denke. Naja, wie dem auch sei, die lustige Anekdote wollte ich mit euch teilen. Bin ich mal gespannt, ob einer von euch auch eine hat. Lasst die gerne in den Kommentaren. Die lustigste kann ich mir gerne morgen rauslesen und dann haben wir alle wieder ein bisschen was zum Schmunzeln. So, jetzt kommen wir mal ganz weg vom Schmunzeln, denn wer bald gar nichts mehr zu schmunzeln hat, zumindest wenn es nach Florentino Pérez geht, ist der FC Barcelona. Wie ihr wisst, Florentino Pérez ist jemand, der seine Wahlversprechen an sich hält und er hat klargemacht, ich werde beim Fall Negreira bis zum Ende gehen. Ich habe ein Riesendossier, also nicht ich, Real Madrid, die Anwälte haben das vorbereitet und das wird an die UEFA übergeben. Und das ist anscheinend bereits passiert. Florentino Pérez hält seine Wahlversprechen ein und er erwartet eine historische Strafe. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Real Madrid fordert von der UEFA Barcelona, die Titel abzuerkennen. Das berühmte Dossier, der Brief oder Bericht, den Real Madrid in den letzten Monaten vorbereitet hat, ist bereits auf dem Weg zum UEFA-Hauptquartier. Während des Wahlkampfs von Real Madrid tauchten zahlreiche Namen als potenzielle Neuzugänge auf. Doch die Realität einen Tag nach der Wahl und Florentino Pérez' deutlichen Sieg 65:35 sieht anders aus. José Mourinho wird in Kürze als neuer Trainer vorgestellt und sowohl Konaté als auch Dumfries haben Verträge mit Real Madrid unterzeichnet. Ebenso wie Nico Paz, der zu dem Verein zurückkehrte, der ihn als Fußballer ausgebildet hat. Von nun an liegt der Fokus auf dem Wiederaufbau und der Zusammenstellung des Teams. Doch eine Tatsache bleibt bestehen. Der Name des Erzrivalen, und das ist der FC Barcelona.
Die meisten Aktionen von Florentino Perez in der Woche vor der Wahl und auch während des Wahlkampfs selbst zielten darauf ab, eine exemplarische Bestrafung des katalanischen Clubs im Negreira-Fall zu erreichen. Die vor wenigen Tagen aufgenommenen Fotos mit Gianni Infantino und Alexander Ceferin waren kein Zufall. Neben der Stimmenwerbung sollte sie auch Real Madrids sportliche Ansprüche stärken. Die veränderte Beziehung zwischen Real Madrid und der UEFA ist Teil eines umfassenden Verständnisses für die zukünftige Entwicklung vieler entscheidenden Fragen im europäischen Fußball, sowohl im wirtschaftlichen als auch im sportlichen Bereich. Dazu gehören die Integrität des Wettbewerbs und die Suche nach einem Rechtsrahmen, der tatsächlich gewährleistet, dass sportliche Leistung bei Entscheidungen und im Kampf um Titel im Vordergrund steht. Das berühmte Dossier, der Brief oder Bericht, den Madrid in den letzten Monaten vorbereitet hat, ist nun auf dem Weg zum UEFA-Hauptquartier. Dem einzigen Gremium, das Barcelona für den schwerwiegendsten Fall, den ich je im Fußball gesehen habe, wie Ceferin ihn 2023 bezeichnete, sanktionieren kann. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ich glaube, die FIFA kann auch sanktionieren. Aber hören wir mal weiter. In der gut begründeten und durch eindeutige Beweise gestützten Beschwerde, die in Valdebebas bestätigt wurde, fordert Real Madrid nicht nur eine Sanktion gegen Barcelona, die den Verein von der Teilnahme an europäischen Wettbewerben ausschließen würde. Es geht noch weiter. Real Madrid strebt an, dass die Titel, die die katalanischen Club in jenen Jahren gewonnen hat, aus der offiziellen Bilanz gestrichen werden, damit die Blaugrana nicht mehr damit prahlen können. Die UEFA hat den Fall nie abgeschlossen. Das Gerichtsverfahren führte zu einer Unterbrechung, bis die Entscheidung gefallen war. Die UEFA bleibt wachsam und es bleibt abzuwarten, welche Position sie in Bezug auf Real Madrids sportliche Beschwerde einnehmen wird. Ja, ihr habt es selber gehört. Ein Florentino Perez oder ein Real Madrid verlangt nicht nur, dass Barcelona neue Konsequenzen bekommt oder überhaupt Konsequenzen, die haben wir bis jetzt noch gar nichts bekommen, dass sie nämlich ein paar Jahre aus europäischen Wettbewerben ausgeschlossen wird. Real Madrid verlangt das, ich glaube, was jeder mit einem gesunden Menschenverstand verlangt, dass die Titel, die zu dieser Ära geholt wurde, unter der der Vizepräsident der Schiedsrichter vom FC Barcelona bezahlt wurde, dass diese Titel logischerweise aberkannt werden. Und meiner Meinung nach wäre das Mindeste, was passieren müsste. Wir wissen alle, in Italien ist Juventus Turin sogar zwangsabgestiegen, nachdem ihr Skandal bekannt geworden war. Und ihr Skandal war deutlich geringer als das, was Barcelona mit Negreira gemacht hat. Damals ging es nur darum, dass sie telefonischen Kontakt mit dem Schiedsrichter, Vizepräsidenten hatte. Es wiederholt sich ja so ein bisschen die Taktik. Beim FC Barcelona ging es aber hier um 17 Jahre, die nachgewiesen wurden. Viele sagen, es war deutlich mehr. Und es geht um mindestens 8 Millionen Euro, die nachgewiesen wurden. Auch da sagen Leute, es handelt sich um wesentlich mehr. Ja, und wie gesagt, Juventus Turin wurden die Titel aberkannt und die sind zwangsabgestiegen. Und der FC Barcelona, meiner Meinung nach, das Mindeste an Strafe wäre, dass die Titel aberkannt werden, die sie ja mit Hilfe eines korrupten Schiedsrichtersystems gewonnen haben. Und natürlich auch die Bestrafung, wie viele Jahre die aus der UEFA ausgeschlossen werden sollten, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, ob sie zwangsabsteigen müssen oder nicht. Ich meine, ich bin natürlich Madrid-Fan und meiner Meinung nach, ja, müssen die absteigen und nicht in die zweite, sondern in die dritte oder vierte Liga. Denn was sie da dem spanischen Fußball angetan haben, es gibt Mannschaften, die sind aufgrund dieser Schiedsrichterentscheidungen abgestiegen. Also das muss harte Konsequenzen geben. Aber ich sag mal, das Mindeste wäre, dass sie die Titel, die zu der Zeit gewonnen haben, dass die wieder abgeben müssten. Ist meine persönliche Meinung. Deine kannst du dazu gerne in den Kommentaren lassen. Kommen wir weg vom Fall Negreira, kommen wir zur Aktualität von Real Madrid. Und das Aktuellste, auf das wir Madridistas warten, Szene, wir knabbern uns schon an den Fingernägeln. Wer ist der Spieler, für den Florentino Perez heute 150 Millionen Euro anbieten möchte? Und da unterscheiden sich die Informationen. Gestern hat ein Fabrizio Romano, was heißt gestern, heute um 4 Uhr morgens hat er ein Video aufgenommen. Schläft der Mann eigentlich irgendwann mal? Auf jeden Fall hat er sich da über mögliche Namen unterhalten. Der hat auch gesagt, dass ein Olis sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Ein Bayern hat schon klar gemacht, wir werden den nicht verkaufen. Julian Alvarez hat das Ganze aber nicht abgelehnt oder nicht abgesagt. Ja, bevor ich zu viel zusammenfasse, hören wir uns mal an, was Fabrizio Romano gesagt hat. Natürlich gibt es viele Gerüchte, viele Geschichten rund um Julian Alvarez. Vergiss nicht, dass Barcelona vor 10 Tagen ein Angebot über 100 Millionen Euro abgegeben hat, das von Atletico Madrid abgelehnt wurde.
Danach gab es öffentliche Stellungnahmen von Atleti, die keinerlei Verhandlungen mit Barcelona führen wollten. Was ist dann mit Real Madrid? Heute weiß ich, dass es Aussagen vom Berater von Julián Álvarez gab, der sagte, wir haben keine Anfrage erhalten, aber ich habe nicht die gleiche Antwort bekommen. Die Antwort, die ich bekommen habe, war kein Kommentar vom Lager von Julián Álvarez und kein Kommentar von Real Madrid. Und den ganzen Tag über war es dieselbe Botschaft. Kein Kommentar, kein Kommentar, kein Kommentar. Was weder Fake News ist, noch Unsinn, noch so etwas wie vergiss das. Also mal sehen, was passieren wird. Ich sage dazu nichts. Wir müssen abwarten und den kein Kommentar von Ihnen respektieren. Aber sicher ist der Name von Julián Álvarez wieder einmal in aller Munde in der Branche. Also verfolgen wir die Situation weiter. Florentino Pérez hat auf jeden Fall ein großes Angebot für einen großen Spieler versprochen, also bleiben wir dran. Könnte auch Enzo Fernández ein weiterer Kandidat für Florentino Pérez sein? Du weißt ja, es gab so viele Gespräche, Gerüchte auch schon vor den Wahlen. Was hältst du von dieser Möglichkeit? Ich bin mir sicher, dass Enzo Fernández insgeheim immer noch an Real Madrid als Möglichkeit für seine Zukunft denkt. Das ist kein Geheimnis. Wir wissen, dass er schwierige Wochen im März und April hatte, als er in einem Podcast sagte, ich würde eines Tages gerne in Madrid leben. Dann war Chelsea sehr verärgert, Enzo war für 2-3 Spiele aus dem Kader, kam dann aber wieder zurück. Das eigentliche Problem war nicht das Interview, sondern vor allem die Tatsache, dass Chelsea und Enzo sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnten und sie sind immer noch weit davon entfernt, eine Einigung zu erzielen. Deshalb bin ich mir sicher, dass Real Madrid für Enzo Fernández und sein Umfeld weiterhin eine Art Traumwechsel bleibt. Aber gleichzeitig gibt es da eben auch Chelsea. Im Moment ist die Situation bei Chelsea sehr ruhig und still, denn Chelsea hat kein offizielles Angebot oder eine offizielle Anfrage von Real Madrid erhalten. Der Fokus von Real Madrid liegt derzeit auf anderen Spielern, aber die Wertschätzung für Enzo Fernández ist auf jeden Fall garantiert. Wir müssen abwarten, was bei Real Madrid in Bezug auf das Budget passieren wird, denn offensichtlich könnte diese große Bomber, die von Florentino Pérez angekündigt wurde, 150 Millionen Euro oder mehr kosten. Dann wollen sie nach Dumfries und Konaté noch einen weiteren Verteidiger verpflichten, also müssen wir sehen, wie viel Real Madrid finanziell in diese Positionen investieren wird und wie viel Budget dann noch für die Mittelfeldspieler übrig bleibt. Denn ich bin sicher, dass Chelsea, selbst wenn sie Enzo Fernández diesen Sommer verkaufen, es keinem Verein, der sich für Enzo interessiert, leicht machen wird. Ja, ihr habt es selber gehört, der Berater von einem Julián Álvarez hat das Ganze nicht verneint, nicht dementiert, nur gesagt, kein Kommentar und das ist ja immerhin was anderes. Der FC Barcelona hat sich ja da ganz schnell blaue Finger abgeholt bei Atletico Madrid, als die bei Álvarez angefragt haben. Wir erinnern uns an die berühmten Tweets etc. In diesem Fall wird es weder von Atletico Madrid noch von Julián Álvarez Berater dementiert. Es könnte also einer dieser Spieler sein oder es könnte theoretisch der Spieler sein. Aber das Ganze hat wieder eine andere Wendung genommen. Denn ihr wisst, in der Welt von Real Madrid, der Frau, der ich am meisten vertraue, ist Arantxa Rodriguez. Und hören wir uns mal an, was die gestern in Partidazo de Cope im Radio gesagt hat. Aber ab morgen werden sie damit beginnen, einen Fußballspieler zu verpflichten. Nun, soweit ich gehört habe, deuten die Schüsse auf eine portugiesische Person hin. Und ganz ehrlich, es ist sehr schwer herauszufinden, was nun wirklich ist. Laut Sky Sports in Deutschland möchte Florentino Pérez den Namen heute selber bekannt geben und ich wäre froh, wenn der das macht. Es ist schwer, wem soll man vertrauen? Fabrizio Romano sagt, es könnte ein Ulis gewesen sein, aber weil Madrid gemerkt hat, da ist nichts zu holen, könnte es ein Álvarez sein. Jetzt kommt Arantxa Rodriguez mit Portugal an. Und ich habe heute dazu tatsächlich einen Short gemacht. Dieses Short könnt ihr auch hier auf YouTube sehen, für diejenigen, die kein TikTok oder Instagram haben. Ich habe es auf allen 3 Plattformen hochgeladen. Ich bleibe dabei, Ulis, der beste Flügelstürmer der Welt in dieser Saison. Aber ich bin immer noch der Meinung, wir bekommen einen Endrick zurück, der genau auf dieser Position bei Lyon für Furore gesorgt hat. Und wir haben auch noch einen Gabi Valero aus der A-Jugend. Der Junge ist ein wunderbarer Fußballer. Und ich finde aber vor allem ein Endrick hat diese Chance verdient. Und ich glaube auch ein Endrick passt zu diesem Power-Fußball, den ein José Mourinho sehen möchte. Diese Energie, diese Gier, dieser Kampf. Und ich finde auch, Endrick hat einfach mal eine Chance verdient bei Real Madrid. Und ich fände es unfair, wenn dem jetzt ein Ulis vor die Nase gesetzt wird. Dazu glaube ich immer noch,
Die größten Probleme von Real Madrid liegen nicht als rechter Flügel, dass ein Mastantuono nicht abgeliefert hat oder ein Rodrigo verletzt war. Die großen Probleme sind im Spielaufbau, seit Luka Modric und Toni Kroos nicht mehr da sind. Und wenn ich eine Arantxa Rodriguez höre, Portugal soll das Ziel sein, da fallen mir nur 2 Namen ein. Vitinha oder João Neves. Und mich würde das tatsächlich freuen, weil das sind die tatsächlichen Probleme von Real Madrid. Naja, bin ich gespannt. Ich hoffe, dass wir heute im Laufe des Tages mehr erfahren. Wenn ja, erfahrt ihr es natürlich spätestens im morgigen Video. Ihr könnt gerne in den Kommentaren lassen, wer eurer Meinung nach der perfekte Transfer für Real Madrid wäre. Und zu guter Letzt, Real Madrid sucht händeringend jemanden, der links hinten für Balance sorgt. Denn beide rechte Verteidiger, sowohl ein Trent als auch ein Dumfries, sind sehr, sehr offensiv. Und ein José Mourinho sucht einen linken Verteidiger, der in der Defensive seine Stärke hat, aber auch in der Innenverteidigung spielen kann. Also quasi ein Verlormondi ohne Verletzungen. Aber wie dem auch sei, auch dazu gibt es neue Informationen, spannende Informationen von José Félix Díaz, dem Direktor vom AS. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Calafiori oder Gvardiol für den linken Verteidiger. Das sind die beiden Spieler, die Mourinho für gut befunden hat. Der Verein arbeitet bereits daran, einen der beiden Verteidiger zu verpflichten. Real Madrids neues Projekt unter Mourinho schreitet weiter voran. Nach den Verpflichtungen von Konaté für die Innenverteidigung und Dumfries für die Rechtsverteidigerposition konzentriert sich der Verein nun darauf, dem Trainer den gewünschten Linksverteidiger zu vermitteln. Aktuell stehen 2 Namen im Fokus. Der kroatische Verteidiger Gvardiol von Manchester City, über dessen Wechsel AS bereits vor einigen Wochen berichtete, und der italienische Verteidiger Calafiori von Artetas Arsenal. Mourinho schätzt die Fähigkeit beider Spieler auch als Innenverteidiger zu spielen. Der portugiesische Trainer wünscht sich eine Abwehr, die während eines Spiels flexibel zwischen 2 und 3 Innenverteidigern umschalten kann. Zudem hält er seine beiden aktuellen Rechtsverteidiger für zu offensiv ausgerichtet. Daher wünscht er sich für die Linksverteidiger ein deutlich defensiveres Profil, um die Balance im Team zu wahren. Ein ausgeglichenes und geschlossenes Real Madrid über alle Mannschaftsteile hinweg ist eine von Mourinhos Hauptprioritäten. Ja, der Artikel, der geht noch ein bisschen weiter. Könnt ihr euch gerne im AS durchlesen, wie gesagt, von José Félix Díaz. Aber einen Abschnitt, den wollte ich noch besonders herausheben. Lesen wir uns den noch mal ganz kurz durch. Beim aktuellen Stand der Mannschaft, die Guardiola zugunsten von Maresca hinterlassen hat, scheint der Kroate keine Schlüsselrolle zu spielen. Schuld daran ist ein unglücklicher Schienbeinbruch, der ihn mehrere Monate vom Spielfeld fernhielt und ihm die vergangene Saison nur 18 Spiele in der Premier League und 5 in der Champions League ermöglichten. Da man sich seiner Qualitäten bewusst ist und das Interesse von Teams wie Real Madrid kennt, hat City einen letzten Versuch unternommen, seinen Vertrag zu verlängern. Doch der Spieler ist am Angebot der Königlichen interessiert und möchte unter Mourinho spielen. Ja, das Gleiche gilt übrigens auch für einen Calafiori. Der ist bei Arsenal nicht mehr unangetasteter Stammspieler. Ich glaube, an der Innenverteidigung in Arsenal, da kommt zurzeit keiner vorbei. Und links hinten spielt zurzeit ein Hincapié. Ein Calafiori hat ja im Champions League Finale, ich glaube, der ist nicht mal in der Verlängerung reingekommen. Also man sieht, der ist da nicht mehr auf der ersten Ebene. Aber ein José Mourinho hält sehr viel von ihm. Der war auch, glaube ich, unter ihm in Rom. Und deshalb könnte sich da der Kreis schließen. Also, das sind die beiden Verteidiger, die ein José Mourinho, wofür der grünes Licht gegeben hat, die seinem Profil entsprechen. Linksfüße, können den linken Verteidiger spielen, können im Spiel auch flexibel in die Innenverteidigung einrücken, wenn wir auf einmal mit 3 Innenverteidigern spielen wollen. Dazu natürlich beide absolute Weltklasse, haben ihr Niveau auf europäischer Spitzenklasse schon unter Beweis gestellt. Ja, und hier das große Problem, was ich für beide Transfers sehe. Ein Florentino Pérez ist nicht bekannt dafür, viel Geld in die Hand zu nehmen für Verteidiger. Ich glaube, der größte Verteidigertransfer in der Geschichte von Madrid war 50 Millionen für Hausen letzte Saison, 60 Millionen, glaube ich, war das größte in der Geschichte von Real Madrid. Davor war Militao 55. Und Gvardiol ist vor ein paar Jahren für 90 nach City gewechselt. Also ich glaube nicht, dass die den unter 70, 80 Millionen ziehen lassen. Und klar, Calafiori, der spielt auch bei Arsenal und wir wissen Premier League Clubs, mit welchen Summen die verhandeln.
Also das ist ein Problem, was ich sehe. Ich kann einen José Mourinho und einen Real Madrid verstehen. Absolute Topspieler, versteht mich nicht falsch, ich hätte gerne beide bei Madrid. Ich sogar Guardiol. Guardiol ist seit Jahren, ist der so ein bisschen mein Augenstern. Ich weiß nicht, wie man das sagt, aber auf den ich ein Auge geworfen habe. Ich liebe Guardiols Fußball. Aber ich halte es beides für sehr, sehr unwahrscheinlich. Am Ende, glaube ich, wird es vielleicht sogar darauf hinauslaufen, beide zu teuer. Am Ende kommt ein Diego Aguado und spielt da oder was auch immer. Ja, aber so schätze ich das nicht ein. Ja, bin ich gespannt, was eure Meinung ist. Glaubt ihr wirklich, Real Madrid wird so viel Geld in die Hand nehmen für einen linken Verteidiger, Querstrich Innenverteidiger? Beide Spieler wären meiner Meinung nach ein klares Upgrade für die Kabine, für die Verteidigung von Real Madrid. Ja, das waren eine Menge Informationen. Ich hoffe, diese Informationen haben euch gefallen. Das Video hat euch gefallen, die Anekdote am Anfang. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob ihr auch welche habt. Lasst die bitte wirklich in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, hype dieses Video. Wer noch kein Follow da gelassen hat, beeil dich, dann schaffst du es noch unter die ersten 30.000. Und wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dahin. A la Madrid!